Ja, hallo. Hallo Thorsten. Eine neue Folge von The Lost 80s Tapes, Folge 17. Und Genau. diesmal ist alles ganz anders, denn wir mussten uns heute den Hals waschen. Wir haben nämlich heute einen Videopodcast und das ist nicht allein schon das Besondere. Nein. Sondern wir haben auch noch einen richtigen Stargast aus den 80ern. Ja. Der damals zumindest in den 80ern richtig erfolgreich war. Und das ist der gute Taco. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns eine Kassette, eine Aqua-Kassette, die beim letzten Mal ein bisschen gestresst hat, aber wir haben es hingekriegt, mit uns durchzusprechen. Wir sind so im Jahre, als ich sie aufgenommen habe, Anfang 83. Und da würden wir gerne mit dir dann einfach mal so Erfahrungsaustausch, aber natürlich auch sehr viel über dich einfach erfahren. Gerade auch, was du so gemacht hast, wie deine, wie soll ich sagen, Erlebnisse aus dieser Zeit sind. Und ja, willst du vielleicht schon gleich mal mit der ersten Frage an dich starten? Ja, lieber Taco, die meisten Leute werden sich noch an Puttin' on the Ritz erinnern. Das hast du ja auch Ende 82 rausgebracht. Jetzt wollen wir aber erstmal so ein bisschen über deinen Werdegang auch reden. Du bist ja echt ein Weltenbummler. Also geboren in der untergehenden Hauptstadt Jakarta in Indonesien, dann aufgewachsen in Holland, dann hast du gelebt in Belgien, in den USA, in Singapur und vor allem auch in Deutschland. Du hast einen großen, guten, engen Bezug zur Hansestadt Hamburg. Wie kam das? Wie bist du dort aufgenommen worden? Wie hast du dich eingelebt? Wie hat sich das alles entwickelt für dich mit Hamburg? Okay, Alex, das Lustige ist, durch die ganze Weltbummlerei bin ich auf die amerikanischen Schulen immer geschickt worden von meinen Eltern. Diese International Schools of America, und habe dadurch natürlich eine Affinität für die ganze amerikanische Musik und the American Songbook bekommen. Und als ich dann in Belgien endlich mein Abi in der Tasche hatte, wusste ich erstmal überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und bin erstmal auf eine Uni gegangen in Brüssel. Und aber so wie das Schicksal spielt, hat mein Vater einen neuen Job in Hamburg bekommen. Und ich stand vor der Entscheidung, bleibst du in Brüssel, gehst du nach Amerika zum Studieren? Und ich war ein bisschen Spätblüher. Habe ich gesagt, nee, ich gehe doch lieber mit meinen Eltern dann nach Hamburg. Und bin hier in Hamburg erstmal auf eine Deutschschule gegangen, erstmal die Sprache gepaukt. Und habe hier eigentlich ziemlich schnell Anschluss gefunden. Weil mein Vater kam auf die brillante Idee, Junge, warum gehst du nicht auf die Schauspielschule? Ja. Das schlägt du 2 Fliegen mit einer Klappe. Du lernst Deutsch und du bist in dem Milieu, wo du dich immer wohlgefühlt hast, auf der Bühne. Und in den 70er war das natürlich eine ganz heiße Zeit. Wir hatten hier noch Clubs wie Onkel Peu, das Logo. Und da hing ich dann nach der Schauspielschule immer wieder rum und habe dann so die ersten Musiker hier kennengelernt. Habe sogar in den Jam-Sessions mit ganz großartigen Leuten einfach gejammt. Das heißt zum Beispiel an Udo Lindenberg und hat trommelt gespielt. Okay. Und und so langsam bin ich dann in die Szene gekommen. Musiker haben dann gesagt, hey, wir wollen mal was aufnehmen, kommst du mit? Und da ich damals sowieso vom Schlager, ja, alles war, ja, mach ich. Und so wurde ich damals ziemlich rumgereicht. Bin dann auch in den Studios gewesen, habe sehr viel als Background-Sänger gearbeitet. Und da kamen die strangeste Sachen, ne? Zum Beispiel Background für Goombay Dance Band, Son of Jamaica. Da hast du mitgesungen? Dann okay, gut. Zum Beispiel André Rebstock, völlig schräge Experimentellmusik. Und Demos aufgenommen, mit verschiedenen Leuten gearbeitet und unter anderem ist dann ein Demo beim Grand Prix gelandet. Stimmt, das war 81 oder so, Vorentscheid, habe ich richtig? Ja, genau. Also wir reden jetzt schon über 81 und
ja, und das Lustige ist, irgendwann hieß es, ja, du bist dabei. Und ich, ja, toll. Was muss ich machen? Jetzt? Und dann haben sie schnell einen deutschen Text dafür geschrieben. Dann war es auf einmal, Träume brauchen Zeit. Und da brauchte man natürlich auch einen Plattenvertrag. Und bevor ich es wusste, hatte ich dann einen wunderbaren Schallplattenvertrag bei Polydor. Und und habe dann ziemlich gut abgelost. Ja. München. Das war das Jahr, wo Johnny Blue gewonnen hat. Okay, ich erinnere mich. Ja, das war genau 81, das heißt ein Jahr vor Nicole war das dann, ne? Genau, ja, genau. Ja, okay. Ja. Und aber es hieß ja, dabei sein ist alles. Und in der Zwischenzeit hatte ich die Firma gesagt, Kinder, weil in meinem Vertrag stand, dass ich hätte immer weiter Deutsch singen müssen. Okay, ja. Und das war eigentlich nicht mein Ding. Ich war immer Rock'n'Roll-mäßig unterwegs und das war für mich, wenn du so willst, ein Core-Job. Ja. Aber nicht, ich wollte hier nicht der zweite Karel Gott werden. Und das ist totally crazy. Da habe ich einen fantastischen Vertrag als junger Künstler und muss die Firma bitten, mich zu kündigen. Ja, aber Sie hatten überhaupt keinen, wie soll ich sagen, Spielraum zu sagen, okay, dann wechsel doch einfach tatsächlich aufs Englische, weil das ist ja sowas, wenn man als Künstler sagt, hey, da sehe ich meine Wurzeln und das, was du ja auch gesagt hast, gerade diesen ganzen amerikanischen Schulen und das, was du halt mitgenommen hast, wäre ja eigentlich prädestiniert gewesen zu sagen, aber ich kann mich erinnern, damals war halt deutschsprachig einfach angesagt und Plattenfirmen denken halt sehr kommerziell und wollen halt das haben, was vermeintlich der Markt will. Ob es richtig ist oder nicht, ist dann immer die andere Frage. Ich meine, sie haben sich wirklich Mühe gegeben. Ich habe dann ein Cover aufgenommen von Elton Johns Nobody Wins. Keiner gewinnt. Und ich meine, als Follow-up-Single einen Elton John-Titel zu machen, ist natürlich schon der Hammer. Aber trotzdem, ich war unglücklich. Und das haben die auch gemerkt. Und wir sind auch im Guten auseinandergegangen. Nur da saß ich auf einmal ohne Plattenvertrag, no clue, was ich jetzt machen sollte. Aber es ging ja dann ganz spannend weiter und ich glaube, das machen wir jetzt auch mal so als kurze, wie soll ich sagen, Werbebreak, dass wir sagen, wir machen so einen kleinen Cliffhanger, weil die Leute jetzt, glaube ich, ganz gespannt sind, wie es denn nämlich weiterging. Genau. Und würden mal sagen, wir drücken jetzt mal, oder Alex macht mal seinen Job. Du hast wunderbar schon ein tolles Intro gegeben, super spannend von der Geschichte auch, gerade so, was dann so in Hamburg passiert ist und auch mit Udo Lindenberg natürlich so einfach mal einen Song zu machen. Und Gumba Dance Band finde ich ganz großartig, weil gerade das Son of a Jamaica war es, ne? Ja. Das ist für mich auch irgendwie so eine immer noch Hymne eigentlich. Also, und das ist für mich auch eine tolle Insight, das wusste ich nicht. Also, dass du da mitgesungen hast, macht die Nummer für mich jetzt gleich nochmal populärer. Sehr gut. Machen wir weiter, oder? Machen wir mal weiter. Lassen wir uns mal überraschen, was denn jetzt für eine Nummer kommen könnte. Ich behaupte mal, die könntest du irgendwo schon mal gehört haben, denn das ist If You're Blue. And you don't know where to go Fashion to. Sits, putting on the Ritz. Jetzt habe ich fast mitgesungen, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht tun, weil das kannst du deutlich, das kannst du deutlich besser. Ja, da haben wir dich jetzt gehört. Wirklich? Ja. Wow. Was für eine Überraschung. Mit den Schritten noch zum Schluss? Nee, wir haben ja tatsächlich immer den Anfang. Ne? Also das heißt, eben mit If You're Blue und so weiter. Ne? Also das ist dann vielleicht noch zu advanced, dass wir dann irgendwo mitten in den Chorus reinspulen. Wobei könnten wir uns tatsächlich auch mal überlegen, ob wir dann in den Chorus reinzoomen oder sowas. Aber nein, wir sind jetzt hier bei Taco, den wir hier auch bei uns im Studio einem Video als Gast haben. Mit Puttin' on the Ritz, ein richtiger Klassiker. Der Song ist ja richtig alt, 1927 schon geschrieben, von Irving Berlin. Anmeldung dann wirklich als offizieller Song, das war dann 1929 erst. Dir ist der Song wahrscheinlich sehr geläufig schon gewesen. Hast du damals die Filme auch gerne angeschaut? Ja, Fred Astaire etc. pp. Gene Kelly. Gut. Ja, nee, total. Also ich bin damit groß geworden. Zu Hause wurde sehr viel Swing und Jazz gespielt. Und ja, natürlich hört man das dann irgendwann. Entweder von Ella Fitzgerald, ich weiß nicht, das war mein allererste Live-Konzert überhaupt. Wann war das ungefähr? Gesehen habe, noch in der Jahrhunderthalle in Frankfurt.
Wir reden jetzt 60er Jahre. Okay. Und die ganze Musik war total vertraut. Und wie gesagt, als ich dann nach dem Grand Prix Katastrophe vor einer Entscheidung stand, ja, was machst du denn jetzt, um Gottes Willen? Da habe ich wieder daran zurückgedacht, wie wäre es, wenn du die American Songbook, also die ganze Klassiker, mit Elektrobeats, weil das hörten wir da hier in Deutschland. Es war ja damals auch genau der Trend, ne? Also wir reden ja jetzt so eben 82, da kamen ja die ganzen Synthi oder generell die Synthis auf, Synthi-Pop-Welle kam ja auch entsprechend auf, also eigentlich eine sehr clevere Entscheidung damals. Ja, nur das hat niemand interessiert. Okay. War wahrscheinlich dann Plattenfirmen wieder zu gewagt. Ich bin so dieses sehr froh, dass ich einen Produzent gefunden habe in David Parker, dass er gesagt hat, ja, ich mache das. Ne, weil ich habe es wirklich rumgeschraubt, wie das heißt. Und er fand die Idee ganz, ganz spannend. Da hat er noch Werner Lang mit ins Boot geholt. Werner hat mit Nana Gualdi große Sachen erlebt in den 50er. Und der war bei Per Musik auch angestellt. Also der war unser Notengenius. Und wir drei haben das dann ausgetroffen. David kam absolut vom Pop. Ich bin mehr so der Nostalgiker und und der richtige auch Macher, Noten schreibe, das ist Werner Lang gewesen und wir drei. Und dann habe ich natürlich Freunde aus meiner Szene da reingeholt, die ganzen Synthesizers programmiert haben. Da haben die richtig gebastelt. Ja, ich habe die Liste mal gesehen, was da für Synthes benutzt worden sind. Da ist man natürlich bei mir wieder das Herz aufgegangen mit den ganzen Ja, das glaube ich dir. und Polysix und sonst was. Ja, es war halt, ja, okay. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Ja, und wie gesagt, wir hatten das in der Tasche und leider ist dann nichts passiert. Die Plattenfirmen damals hatten diese Philosophie, wir schmeißen etwas erstmal auf den Markt und sehen, wie es sich entwickelt. Nur, man muss auch dafür was machen, man muss auch Promotion machen. Und da nichts kam, habe ich gesagt, okay, dann gehe ich selbst los und habe da so einen Deal mit einer riesen Kaufhauskette gemacht und habe mich dann immer als Schaufensterpuppe reintragen lassen. Okay. Computermusik abgespielt. Ne? Und wenn genügend Leute da waren, habe ich gesagt, okay, Band ab. Und dann habe ich meinen Ritz als quasi elektrische Puppe da gespielt. Und dann habe ich Autogrammstunde danach gemacht. Ja, aber eine sehr clevere Idee. Also finde ich extrem gut, dass man, und was ja auch toll ist, weil dass du als Künstler auch genau sowas machst, weil das ist ja dann schon richtig, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen harte Arbeit, aber es ist ja wirklich etwas, was jetzt nicht jeder Künstler auch bereit ist zu tun. Deshalb finde ich es halt mega, dass du die Idee hattest und es auch dann tatsächlich umgesetzt hast. Und so eine Art Ochsentour durch die Kaufhäuser dann so gemacht hast. Gell? Aber da kam mir die ganze Theatererfahrung wieder zugute. Absolut, absolut. Weil da lernst du auch diese Disziplin. Ich war damals im Thalia Theaterensemble zum Beispiel. Und da bist du jeden Morgen um 9 an der Stange. Du musst da jeden Tag haben und jeden Abend auf der Bühne. Und danach sind wir dann in den Clubs gegangen und haben dann da abgerockt. Aber wie hat sich dann... Das hat mich auch wiederum inspiriert, weil ich habe dann die erste deutsche Musicals mitgemacht, so wie Sweet Charity oder Chicago. Und als die Idee von Putting on the Ritz kam, dachte ich, ich wollte ja, dass die Leute mich nicht mehr zusammenbringen mit der Grand Prix. Also habe ich gedacht, okay, wenn ich die Maske nehme von Chicago, mit dem gegelten Haar, weiß, weißt du, so wie die alte Vaudeville Stummfilmstars, das mit dieser elektronischen Musik und der Rest ist pure Theater. Das ist all Theater. Und das hat dann alles funktioniert. Das heißt, also die Single war damals eigentlich schon veröffentlicht, aber hat halt eben genau diesen Push gebraucht, dass die Leute dich letztendlich so als, ich sage jetzt mal als wie heißt es denn jetzt nochmal? Nicht Schauspielpuppe.
Schaufensterpuppe. Jetzt weiß ich, was du meinst. Meine Güte, okay. Entschuldigung, keiner versteht mich. Es ist immer das Gleiche. Schaufensterpuppe. Und dann kam irgendwann ein Radio dazu oder waren es dann wirklich die Verkäufe, weil die Leute dann im Kaufhaus gleich in den Plattenladen dann gelaufen sind und das gekauft haben? Noch verrückter. Es starb weg. Ja. Oh. Und ich war natürlich am Boden zerstört. Ja. Und mein Vater machte gerade eine Sportswear-Boutique auf und hat er mich gefragt, okay, da kannst du bei mir arbeiten. Ja. Und für mich war das Kapitel, weil ich hatte schon sehr viele Demos gemacht. Also ich war schon bekannt bei sehr vielen Plattenfirmen, aber mit Rocktiteln halt. Ja. Und ich kriegte dann ein halbes Jahr später einen Anruf aus Schweden, würdest du bitte bei uns Promotion machen? Und ich, Schweden? Ja, du bist hier ein ganz tolles Ding. Und später habe ich dann gehört, dass RCA kurz vorm Abnippeln war in Schweden. Und die haben alle Karten auf Putting on the Ritz gesetzt. Und da war das ein Mega-Hit. Also ich komme da an, da steht ein Rolls-Royce auf dem Flughafen. Abends war ich in der angesagteste Club. Die Typen alle in Frack oder in Smoking, die Mädels in Roben. Ich denke, oh my God, was ist denn hier los? Und ich hatte nur eine Single, ich hatte nur A- und B-Seite, Ritz, und dann, After Eight. Und dann, als ich dann nach Hause, ich habe das Ding, glaube ich, 10-mal hintereinander dann gemacht, immer A, B-Seite. Und als ich nach Hause nach Hamburg flog, da haben sie mir auf den Weg gegeben, Junge, die LP hat schon Goldstatus bei uns. Okay. Ich sage, schön für euch, aber ich habe keine LP. Das heißt, sie haben immer das vorverkauft, was es noch gar nicht gab. Aber, ja. Aber das ist doch auch cool, dass du sagst, okay, ich weiß, dass meine Platte, die ich noch gar nicht habe, schon Goldstatus haben wird. Ja, ja, und wirklich. Und dann haben wir wirklich Tag und Nacht im Studio geackert. Und dann ja, was nehmen wir auf? Ja, okay, Singing in the Rain, Cheek to Cheek, alles, was man mochte aus dieser Ära. Und der Rest haben wir dann selbst geschrieben. Und Gott sei Dank hatte Werner Lang schon ein paar Titel vorbereitet und ich im Flugzeug schon angefangen mit Text. Aber da war Druck dann trotzdem drauf, ne? Wahnsinn. Weil das Album durfte dann halt auch nicht so spät dann kommen, ja, verstehe ich. Ja. Wie hat es dann den Sprung geschafft? Also hat dann es ausgereicht, dass in Schweden die Popularität dann so groß war, dass dann auch die anderen Länder, weil es war ja dann tatsächlich eben auch wirklich auch über dem Ozean, ne? Es war ja auch in den USA dann richtig erfolgreich. Es ging ja so ganz Jetlag-mäßig. Ja. Guck mal, aus Skandinavien, als dann Deutschland merkte, oh mein Gott, das Ding ist ein Seller da drüben. Dann haben sie die Promotion-Schiene angeschoben. Okay. Und da war ich sofort, Schaubude oder wie all diese Sendungen damals hießen. Und da wurde ich richtig rumgereicht, Radio-Promotion gemacht und so ging dann die Odyssee erstmal ganz langsam über ganz Europa bis Spanien runter. Damals keine Videos, also musste ich überall hinfliegen. Und als ich dann endlich reif für einen Urlaub war, Kann man plötzlich USA auch noch an. It's bubbling under in Amerika, also bitte. Ja, aber ich sag mal so, ich glaube, dann kann man auch mal, glaube ich, ganz entspannt den Urlaub vielleicht absagen, weil wenn Amerika anruft, das machen dann, also das dann sausen zu lassen, würde ich, glaube ich, nicht. Vor allem, da hat es, glaube ich, auch Gold gemacht oder auf jeden Fall war das richtig erfolgreich und Gold jetzt gerade als europäischer Künstler ist jetzt ja auch kein, also außer man macht jetzt wie Whitesnake Rockmusik, aber ne, also gerade mit der Art von Musik war das ja auch was. Und damals war Gold 1 Million verkaufte Singles, also das war schon Du hattest gerade von Fernsehauftritten auch gesprochen, also Schaubude jetzt zum Beispiel. Und bei unserer Recherche ist uns ein Fernsehauftritt untergekommen. Du warst auch mal bei den Montagsmalern. Ja! Und das ist also zur Erklärung für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war also eine Spielshow entwickelt tatsächlich von Frank Elstner, der sie am Anfang in den 70er Jahren auch moderiert hat. Und zu deiner Zeit war die Sigi Harres die Moderatorin. Und man musste immer, also es waren verschiedene Prominente da, die nacheinander an einen Bildschirm getreten sind und dort praktisch ein Stichwort, was einem gegeben wurde, versucht haben nachzuzeichnen und die anderen mussten das erraten. Weißt du noch, was du zeichnen musstest?
Also normalerweise war ja immer, dass gleich am Anfang geschrien wurde, Hund, Katze, Maus. Ja. Das war es dann aber in der Regel ja nicht. Oder nur vielleicht ganz am Anfang noch unter Van Elstner. Aber Es gab so verrückte Sendungen damals, auch so Musiksendungen. Ich weiß, einmal habe ich Ritz in einem Boxring. Die ganze Sendung spielte sich in einem Boxring ab. okay. Weißt du noch, wie die hieß? Weil das sagt mir jetzt gerade Boxring. Nee, Also wüsste ich jetzt auch nicht. was gab es denn alles? Es gab Bananas. Es Ja, gab, stimmt. Bananas hat Spaß gemacht. Da sind wir mit der ganzen Truppe nach Holzöser. Wo ist das denn? Das ist ein Kaff, da wohnen, glaube ich, 50 Leute. Okay. Und da war Nina Hagen unter anderem dabei. Und diese Shadows on the Wall. Mike Oldfield mit Roger Chapman. Ja, Roger Chapman. Ja. Also, so, das musst du dir vorstellen. Wir wurden alle da eingeflogen. Ja. Und dann, und das war crazy. Also, die haben die verrücktesten Sachen damals gemacht. Und ich wurde damals echt mit jeder Single rumgereicht, von einer Sendung bis zum nächsten. Aber gut, da hast du dann zumindest dann die deutschen Kleinstädte gut besucht. Ja. Also das heißt, du könntest dich wirklich gut hier in Deutschland auskennen dann. Genau. Kommen wir noch mal kurz zum Titel. Puttin' on the Ritz spielt ja an auf sich schick machen fürs Ritz. Das weltberühmte Hotel Ritz, original in Paris befindlich. Also sich wirklich in Schale werfen, wenn man es so sagt. Warst du persönlich schon mal im Ritz? Oder bist du eingeladen worden? Ich meine, du hast ja eigentlich fast Werbung für das Hotel gemacht. Ja, ich habe sogar das Berliner Ritz-Hotel eröffnet. Ah, super. Ja, genau. Es gibt ja weltweit einige Ritz-Hotels inzwischen. Das Original, wie gesagt, in Paris. Toll, super. Also haben sie es dir gedankt. Ja, nee, das war mir echt eine Ehre. Ne? Das war toll. Und in London haben wir tatsächlich da eine Nacht übernachtet. Das muss ich mal reinziehen. Ja, das sollte man auch mal mitnehmen, dann denke ich auch mal. Ich bin einfach nur noch dankbar. Das ist ein ungeheures Geschenk, dass die Leute dich hier immer noch hören wollen. Und wie gesagt, solange die Stimme mitmacht, ist das Ding zu wuppen. Ja. Sehr gut. Dann drücken wir auch mal ganz, ganz fest die Daumen, dass die Stimme noch ganz, ganz lange mitmacht. Und wir sagen auf jeden Fall nochmal richtig großes Dankeschön, dass du dir sogar für 2 Teile die Zeit genommen hast, mit uns da die Folge 17 und die B-Seite unserer Aqua-Kassette, die Gott sei Dank durchgehalten hat, zu besprechen. Also von daher wirklich, es war uns echt eine Ehre, eine große Freude. Danke und auf Wiedersehen müssen wir jetzt in dem Fall sagen. Nicht Tschüss, sondern auf Wiedersehen. Mach es gut. Alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao.